Rakuritäten, 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 Rakuritäten. Hallöchen, na, da seid ihr ja wieder. Hello together. Welcome. Heute mache ich einen Engel für euch. I will make an angel for you in this part today. Und ich möchte gerne ab und zu Englisch sprechen für die englische Community und ich weiß nicht, ob mir das immer gelingt, beziehungsweise ob es verständlich ist. I will try to translate sometimes my words in English. We will see. At the first, I prepared a part of pizza. Ich habe ein Stück Pizza vorbereitet mit diesem Küchenwerkzeug, mit diesem Nudelholz, with this kitchen tool. Roll eine Platte, rolling home. Und nun setze ich es zu einem Kegel zusammen. This would be a cone. So. Ich nehme mein Hölzchen und ziehe eine Trägerspur, um diese beiden Kanten miteinander zu verbinden. I bring it together with this tool. Kleinen Klumpen schon ein bisschen zu einer Rübe geformt, so zwischen den Händen, so, ne? Geknetet und gerollt zwischen den Händen. This will be a little carrot. So. Übers Brett rollen. Und das dicke Ende mache ich schön rund. Das werden die Arme. Na, ja, doch, passt. Größe ist in Ordnung. Jetzt schneide ich in the middle mit dem Messer durch. Ich brauche ja 2 Arme. So, da sind sie. 2 Arme. Ich stucke sie noch ein bisschen mit der Handfläche hier zurück. Hier schön festhalten und hier zurückschieben. So. Dann werden die Hände schön groß. Und nochmal raufdrücken, dann werden sie noch ein bisschen flacher. So, das reiße ich jetzt von hinten auf. Beide Arme natürlich. Und dann mache ich hier mal Probesitzen, wo sie rankommen. So vielleicht. Und den anderen. So. Also, hier habe ich ja schon aufgerissen. Das reiße ich auch auf. Alles mit etwas Wasser betupfen. Take some water, please, with a brush. So. Und vorsichtig andrücken. Carefully pressing. Und dann mit diesem Hölzchen, mit diesem Modellierhölzchen, immer ein Stück vom Arm zum Körper schieben.
Nicht zu zaghaft und immer schön kompakt festhalten. Bis nichts mehr zu sehen ist. Ja, jetzt habe ich das schön glatt rangeschmiert, dass nichts mehr zu sehen ist von der Verbindung. Also richtig schön behutsam, Stück für Stück immer schön schmieren und glätten. Schmieren kann ich ja immer ewig, ne? So, jetzt machen wir gleich aus diesem Stück Arm. Das gestalte ich jetzt so, dass der Ärmel und die Hand dran ist, ne? Ganz einfach. Ich drücke hier in der geschätzten Handgröße eine Kerbe rein mit der geraden Holzfläche. Wo habe ich den jetzt angesetzt? Da. Eine Kerbe reindrücken. So. Einmal über den ganzen Arm. Und da drücke ich jetzt von der Murmel die Kante zurück in Richtung Körper mit dem Finger. So, dann hat das schon mal ein schönes Profil. Wer möchte, kann natürlich gerne hier noch Finger einarbeiten. Das ist aber ziemlich fummelig, ne? Würde mir jetzt so lange dauern. So, das ist die Hand. Und jetzt streichen wir die Masse vom Ärmel ein bisschen runter mit dem Finger, dass das hier nicht, also dass diese Kante auch ein bisschen verschwindet und ein bisschen über die Hand rüber geht. So, wie zeige ich das denn jetzt am besten so? Ne, Stück für Stück, relativ weit oben anfangen und dann runterschieben. Manchmal ergeben sich bei diesem Geschmiere hier so kleine Falten. Kann man ja lassen. Sieht ja nicht schlecht aus, ne? So, mit dem Pinsel mache ich das hier alles noch ein bisschen hübsch. Andere Seite habe ich schon vorbereitet. Heimlich. So, und jetzt ziehe ich hier noch wieder ein paar Konturlinien. Dann lässt sich das später kontrastreicher glasieren. Einmal hier hoch. So. Andere Seite auch. Und dann einmal hier um die Hand herum. Wenn jetzt Finger dran sind, dann natürlich erst die Finger machen und dann diese Konturlinien nochmal ziehen. So. Jetzt sieht das ja hier so ein bisschen kantig und schroff aus. Ich empfehle einen Moment zu warten, vielleicht erstmal den Kopf machen, mache ich gleich, und dann das noch ein bisschen ausbürsten mit dem Pinsel, dass das eine schöne glatte Linie wird. This will be the head. Das wird der Kopf. So, eine Kugel habe ich und ich mache jetzt daraus eine Daumenschale. Pressing your fingers into the bowl. So. Immer schön im Kreis. Ever in the circle. Pressing and circling. And wishing. So, ich muss aufpassen, dass die Wandstärke einigermaßen gleichmäßig ist. Aber ihr kennt das ja vielleicht, das machen wir ja hier auch nicht das erste Mal, ne? So. Einmal in die Hand legen und mit den feuchten Fingern schön hier lang fahren. And now I close the bowl. Ich schließe die Kugel. Dann ist sie innen hohl. I close the bowl, sie ist innen hohl. Das ist ein sehr schöner denglischer Reim. So, schön zusammenpressen
Aufpassen, dass diese Öffnung nicht versinkt, also immer, dass sie so ein bisschen an der Oberfläche bleibt. So, den letzten Rest hier ein bisschen mit den Fingern hin und her schieben, den Ton, und das Loch verschließen. So, jetzt kann ich so ein bisschen drücken, dass sie schön eine runde Form bekommt, nicht zu platt wird oder nicht zu eirig. So, jetzt mit dem hier zärtlich eine Runde rumschlagen. So. Mit dem Gummi ziehe ich das nochmal glatt. Zwischendurch vielleicht auch nochmal, wenn es nicht gleich gelingt, mit dem Messer kann man auch noch ein bisschen glätten. Und dann mit dem Gummi. So. Für eine schöne glatte Oberfläche. So, einmal unten rum. Ist ja immer schlecht zu sehen. So. Gucken, ob die Größe noch passt, sonst muss ich einen anderen Körper bauen. Ja, passt. Ich gucke mal, ob die Größe passt. Ja, geht. Kann man machen. So. Jetzt kommt hier ein Loch hinein. Am besten so, dass der Finger da reinpasst. Und ich ziehe hier entlang des Loches so ein bisschen so einen Hals raus. Der Finger steckt drin, der Daumen ist außen. Und ich mache hier so eine kleine halsförmige Öffnung. So sieht es dann aus. Wunderbar. Ich fühle innen nochmal lang, ob alles in Ordnung ist, ob es nicht an einer Stelle zu dick oder zu dünn ist. Super, jetzt kann ich das hier noch ein bisschen zusammenpressen, dass das nachher gut auf den Kegel raufpasst, auf den Körper. So, genau. Ich reiße schon mal hier innen das auf, das ist die Verbindung. So. Und da kommt es rauf. Ja, das passt. Da reiße ich das auch auf. Diesen kleinen Zipfel hier oben schneide ich jetzt mit dem Messer ab. Dadurch ist dann jetzt hier ein Loch. Das ist ja ganz wichtig, dass im Kopf nachher keine Luft eingeschlossen ist. So, das befeuchte ich jetzt mit Schlicker oder Wasser, mit dem Pinsel. Gucken, ob es hier irgendwie vorne und hinten gibt. Sieht alles ziemlich gleichmäßig aus, da ist das egal. So, setze den hier rauf und drück erstmal den Hals hier vorsichtig mit den Fingern an. Schmier den so ein bisschen fest, ganz bisschen erstmal nur. So, zwischen Kopf und Hals kommt noch eine Sicherungswurst, damit der Kopf am Ende nicht abfällt. Schön drücke ich sie hier ran. Genau passend. Was übrig bleibt, wird abgekniffen. Und die halbe Wurst streiche ich jetzt mit dem Finger oder mit dem Hölzchen oder womit auch immer, was für euch am besten geht.
Die eine Hälfte runter und die andere Hälfte nach oben zum Kopf. Ja, für den Kragen hier, for the jacket, for this part of the jacket, habe ich hier so eine kleine geschmeidige Wurst angelegt und verstreiche die jetzt nur mit dem Finger nach unten, dass die obere Kante hier bleibt. Als Klamotte. Jetzt wird der Engel im Prinzip angezogen. Kriegt er ein Mäntelchen oder Kleid oder was auch immer das sein soll. Ganz nach Belieben. It could be a jacket or a pullover or a T-Shirt or a Kleid fällt mir jetzt nicht ein. Some different clothes. So. Der Klamotte verpasse ich jetzt noch ein hübsches kleines Accessoire. Und zwar habe ich diesen schönen kleinen Holzstempel. Und da ist ein Stern drauf. Und den drücke ich jetzt hier so vorsichtig einmal ein. So, ein Stern für den Engel. A star for the angel. So. Also ein bisschen schmal, ne? Der Engel. Ein bisschen ausgehungert. So, jetzt kommt noch das Gesicht. A little bowl for the nose. Eine kleine Murmel für die Nase. Dahin. Und bevor ich die Nase da jetzt anpresse, mache ich die Augen rein mit diesem Teil vom Kugelschreiber. With this part of the pen I make of the pencil I make the eyes. The eyes. So, 1, 2. And then the nose. Pressing around the nose. Sonst Nase ab. And now the mouse. Smile, please. With my finger I press a line. I press a line hinein.
ich ziehe diese Linie jetzt mit dem Hölzchen einmal nach. Und bohre hier so kleine Mundwinkel rein. Now it has a friendly smile. With this little wooden pick stick, wooden stick, I make the the points in the eyes. Ich mache die Pupillen jetzt mit dem Zahnstocher. Drücke ich die hier rein. So, wunderbar. Jetzt kann er kicken und lachen und riechen. Hübsch ist er auch mit seinem Sternchen. Oder sie, Frau Engel. So. Dann fehlen ja jetzt nur noch die Flügel und das Engelshaar. Ich habe hier so eine Scheibe vorbereitet. So, ne? Mit dem Nudelholz ein bisschen ausgerollt. Eine schöne kleine runde Scheibe. Ich halte sie mal hier so, ne, im Verhältnis so ungefähr. Viel größer würde ich sie gar nicht machen. Dann gibt es nachher Probleme mit dem Halt. Das ist für die Flügel. That's for the wings. So. Mit dem Messer schneide ich das jetzt in der Mitte durch. Leicht wellig. Little bit wavy. With a wave. So, mit dem Finger mache ich das alles ein bisschen glatt, also die Kanten. Ich brauche nur einen Flügel. So. Wenn ich jetzt noch einen zweiten Engel gehabt hätte, hätte ich das andere Stück für den zweiten Engel genommen. So. Jo, das gefällt mir. So sieht es dann aus. Und die mache ich jetzt hier an dem Engel fest. Und zwar mit dem Special Trick für Engelsflügel. Habe ich mir extra für euch ausgedacht. Und zwar befestige ich das mit einem Nagel. Diesen Nagel könnt ihr mitbrennen. Bei 1000 bis zu 1050 Grad ist das überhaupt kein Problem. Es muss aber ein Stahlnagel sein, also nicht so ein Aluminiumkram und nicht so eine Legierung, Metalllegierung. Also ein Stahlnagel aus dem Baumarkt und der wird jetzt, der macht jetzt den Flügel an dem Engel fest und trocknet mit dem Engel zusammen, wird mit dem Engel zusammen gebrannt und bis es fertig ist. Bis 1050 Grad, wie gesagt, ist das überhaupt kein Problem. Wenn es höher gebrannt wird, dann wird es eventuell porös. So, kommt aber auch ein bisschen auf die Stärke des Metalls drauf an. Ich gucke mal, ob mir das hier so gefällt. Die Position. Jo. Jetzt führe ich den Nagel hier so schräg ein. Muss natürlich aufpassen, dass er hier vorne nicht rauskommt. So. Jetzt kann das zusammen trocknen und zusammen gebrannt werden. Und dann kann fast nichts mehr schief gehen. Falls der Flügel abbricht, später mal beim Hantieren oder man stößt irgendwo gegen, dann bleibt trotzdem der Nagel drin und du kannst einfach einen anderen Flügel ranhängen. Aus Papier oder mit Federn, wie auch immer. So, ich kann die noch ein bisschen biegen, ein bisschen Schwung reinbringen. So, und hier oben, ich habe einen zweiten Nagel, der kommt hier oben rein in den Kopf und da kann später das Engelshaar dran befestigt werden. Ich könnte hier immer ewig im Gesicht rumschmieren.
So, ich muss aber jetzt aufhören. So, Nagel rein. Hier oben kann er ein bisschen Spiel haben, aber er sollte nicht reinfallen. So. Wenn er zu fest beim Reinstecken schon drin ist, dann reißt das beim Trocknen eventuell ein bisschen ein, was aber auch nicht so dramatisch ist. So. Perfekt. Da ist er, der Engel für euch, extra von uns für euch. Ich zeige euch mal, wie der fertig aussieht. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Bitteschön. Ich hoffe, es gefällt. Viel Spaß beim Nachmachen und bis bald mal wieder. Auf Wiedersehen. Das Original aus Saal grüßt aus dem Keller. Bye bye. Rakunitäten, 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 Rakuritäten, Rakunitäten, 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 Rakunitäten.